Ja, die Firma Reitz verfügt über 30 Jahre Maschinenbauerfahrung. Wir haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und haben natürlich die technischen Voraussetzungen, sowohl mit den Messräumen als auch mit den Messgeräten. Hallo und herzlich willkommen beim Reitz-Tech Videoblog, dem Blog rund um Granit- und Natursteintechnik. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge habe ich mich mit Christopher Reitz über die CNC-Fertigung unterhalten. Und heute ist René Maschlanka hier. Mit ihm werde ich die Feinstbearbeitung und die Präzisionsmontage klären. Hallo René, schön, dass du da bist. Hallo Christina, schön, dass es geklappt hat. Finde ich auch. René, vielleicht kannst du ja ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was genau versteht man denn unter Feinstbearbeitung? Die Feinstbearbeitung findet abschließend statt und ist notwendig, weil wir auf unseren CNC-Bearbeitungsmaschinen bedingt durch die Geometrie der Maschinen auch eine bedingte Genauigkeit erzeugen können. Wir vermessen also die bearbeiteten Teile und wenn die Genauigkeitsanforderungen des Kunden höher sind als unsere erreichte Qualität bei der Bearbeitung, dann muss nachbearbeitet werden. Das händische Nachbearbeiten geschieht im Mühbereich und wird durchgeführt mittels verschiedenen Siliziumkarbidpulvern und Diamantpulvern und verschiedenen Leppplatten. Da geht's aber jetzt schon los. Was genau ist denn ein Müh? Oh, ein Müh. Mathematisch gesehen ist ein Müh 1/1000 Millimeter. Das ist wenig. Ja, um sich das mal bildlich darstellen zu können, nehmen wir zum Beispiel ein menschliches Haar. Das menschliche Haar hat zwischen 50 und 80 Mikrometer. Das heißt 50 Mikrometer bei einem blonden Menschen. Dementsprechend ist ein Müh 1/50 von einem blonden Haar, beziehungsweise 1/80 von einem schwarzen Haar. Okay, das klingt ganz schön kompliziert und so ein Müh ist auch ganz schön wenig. Wie genau muss denn so ein Teil sein oder die Teile? Ja, das kommt auf die Anwendung drauf an. Das gibt uns in der Regel der Kunde vor. Es gibt für Ebenheits- und Winkelgenauigkeiten DIN-Vorschriften. Zum Beispiel für die Ebenheit gilt die DIN 876. Und da wird unterschieden in verschiedene Güten, beginnend von Güte 2 über Güte 1, Güte 0 und 00. Und damit sind die Flächen und Winkel toleriert. Diese Güten, ist das dann mehr ist besser und weniger ist schlechter, oder? Je höher die Güte, zum Beispiel Güte 2, desto höher die Toleranz. Ah, okay. Man muss sich das so vorstellen, bei Güte 00 haben wir auf eine Fläche von 1 mal 1 Meter eine Ebenheitsanforderung von ca. 4 Mikrometer. Oh, okay, da müsst ihr aber wirklich sehr präzise arbeiten. Ja. Aber das ist ja auch euer Kerngeschäft, die Präzision. Ja, genau. Mit was misst man das denn so? Ich kann mir vorstellen, mit einem Lineal kommt man da nicht unbedingt weiter. Ja, das kommt auf das Lineal darauf an. Okay. Wenn ich ein genaues Lineal habe aus Granit, was im Mühbereich gefertigt ist, dann kann ich das Lineal als Referenz nehmen und vom Lineal aus gegenmessen. Wir setzen verschiedene elektronische und optische Messgeräte ein, die messen den Winkel. Das muss man sich so vorstellen, wenn ich einen Kreis habe und den unterteile ich in Winkelsekunden, dann habe ich 3600 Winkelsekunden auf den Kreis. Und wenn ich jetzt auf den Radius von 1 Meter rechne, dann macht diese eine Winkelsekunde einen Höhenunterschied bei 1 Meter von 4,84 Mikrometer aus. Konkret verwenden wir elektronische Neigungswagen. Die haben eine Auflösung von 1 Mikrometer pro Meter. Das entspricht 0,2 Winkelsekunden. Und außerdem optische Autokollimatoren, die sind noch etwas genauer, die haben eine Auflösung von 0,1 Winkelsekunde. Also ihr habt als Messmittel, habe ich das richtig verstanden, Neigungswagen und Autokollimatoren, richtig? Richtig, und da reichlich. Wir haben insgesamt 50 Neigungswagen und 20 Autokollimatoren. Also der Kunde gibt euch ja vor, wie genau ihr arbeiten müsst, aber kann das der Kunde auch nachprüfen? Ja, der Kunde kann das nachprüfen. Voraussetzung ist natürlich, dass er die gleichen Aufstellpunkte verwendet wie wir, dass er eine klimatisierte Umgebung hat, stabile Temperaturen
und dass er mit der gleichen Messstrategie arbeitet. Das heißt also gleiche Messgeräte und gleiche Messschritte und so weiter. Sonst kann man es nicht vergleichen wahrscheinlich. Ja, es muss vergleichbar sein. Okay. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Feinstbearbeitung ist. Wie sieht es denn aber jetzt mit der Präzisionsmontage aus? Das hatte ich ja auch am Anfang gesagt. Darum soll es gehen. Was führt ihr hier genau durch bei der Präzisionsmontage? Also Präzisionsmontage ist ja dann die weiterführende Montage zur Feinstbearbeitung. Hier muss gesagt werden, es gibt zwei Möglichkeiten, die Endgenauigkeit einer Anlage oder Maschine zu produzieren. Das eine ist über extreme Genauigkeiten in den Bauteilen, sodass nach der Montage die geforderte Genauigkeit erreicht wird. Oder aber im Bereich der Höchstpräzision, dass man dies zusätzlich über die Montage erreicht. Das heißt, die Teile werden montiert und da ja jedes Teil einen Fehler hat und sich die Fehler immer addieren, kann ich das bei der Montage berücksichtigen und kann bei der Montage die Teile entsprechend nachleppen und die geforderte Genauigkeit erzeugen. Okay, verstehe. Dass ihr viele Messgeräte bei euch habt, hast du mir ja erzählt. Das sind ja wirklich nicht wenige. Wie sehen denn bei euch die Räumlichkeiten aus? Wo sind die denn gelagert? Ja, die Messgeräte selber, die befinden sich in den Messräumen, in den klimatisierten Messräumen. Die Bauteile, die vermessen werden, die kommen natürlich auch in die Messräume und die müssen, bevor die Feinstbearbeitung und das Vermessen beginnt, auch klimatisiert sein. Das heißt also, die Teile werden eingebracht, temperieren mindestens 24 Stunden, je nach Ausgangsbedingungen. Und danach kann mit der Feinstbearbeitung und Präzisionsmontage begonnen werden. Da können sich theoretisch ja die Zuschauer und Zuhörer bei euch ja mal ein Bild vor Ort machen. Ihr bietet ja Werksbesichtigungen an, richtig? Genau, Interessenten und Kunden sind gern eingeladen, sich von unserer Fertigung und auch von unseren 4000 Quadratmetern Messraum zu überzeugen. Das klingt auch wirklich interessant. Aber jetzt mal ganz präzise auf den Punkt gebracht, René. Warum seid ihr denn der perfekte Partner für die Feinstbearbeitung und Präzisionsmontage? Ja, die Firma Reitz verfügt über 30 Jahre Maschinenbauerfahrung. Wir haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter und haben natürlich die technischen Voraussetzungen, sowohl mit den Messräumen als auch mit den Messgeräten. Okay, dann vielen Dank, dass du meine ganzen Fragen so gut beantwortet hast. Dann kannst du dich jetzt wieder deinen Kunden widmen, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne. Und wenn Sie weitere Informationen brauchen, die Kontaktinformationen haben wir für Sie wieder eingeblendet. Den Kanal gerne wieder abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Es lohnt sich.